Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge RoboCop Rogue City. Wir machen jetzt hier weiter, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal und ja, wir müssen jetzt einfach mal hier ein paar Leute befragen hier in dieser Straße und ja, einfach uns ein wenig mal hier umschauen. Und ja, auf jeden Fall möchte ich auch die Nebenaufgaben wieder hier mit erledigen. Deswegen ja, werden wir uns überall hier ein bisschen genau umschauen, weil das Gelände hier ist auf jeden Fall ganz schön weitläufig. Also, wie so eine kleine Mini-Open World, könnte man eigentlich sagen, ist hier das mit diesen Quests. Aber hey, wenn man so zurückdenkt, ja, das Terminator Resistance Spiel, was ja vom gleichen Entwickler war, das war ja auch so, da waren ja auch die Level sehr weitläufig. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben Beweise gefunden, sehr schön. Und dafür haben wir jetzt auch erstmal wieder einen Erfahrungspunkt bekommen. Den geben wir direkt mal noch mit hier aus. Ja, nehmen wir mal hier was, oder? Damit wir das Scannen verbessern. Sehr schön. Ich weiß nicht, so andere Sachen wie, dass wir mehr aushalten und so muss ja jetzt eigentlich noch nicht sein. Finde ich persönlich. Also das mit der Psychologie finde ich halt sehr wichtig, dass wir das hochbringen. Weil das hebt ja neue Dialogoptionen hervor. Ja. Und das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und sehr, sehr wichtig bei, ja, Entscheidungen. Weil wie bereits schon mal erwähnt, ja, das Spiel hat mehrere Enden und deswegen mehr Dialoge so zur Auswahl, denke ich, helfen da auf jeden Fall, das Bestmöglichste zu bekommen. Denn ich will auf jeden Fall ein gutes Ende, aber ich will das sowieso zweimal spielen, das Spiel. Deswegen, da bin ich ja auch noch am Schauen, wie wir das machen hier im Let's Play. Ja, werde ich vielleicht, nachdem wir es abgeschlossen haben, das Spiel hier einmal im Let's Hey, Play nochmal Let's Playen. Ja, muss ich mal schauen. this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Okay, alles klar. Und hier brauche ich etwas, um dort reinzukommen. Something's coming. I can feel it. Ja, und da man muss etwas rauswirken. Was haben wir denn hier? Also wir schauen mal rein. Wieder Beweise, sehr schön. Und wirkt alles sehr stimmig und atmosphärisch hier, wie ich finde. Mir gefällt es hier gerade. Hi, Kollege. Irgendwie hat er so einen bösen Blick. Weiß auch nicht warum. Ich habe Angst vor bösen Männern. So, ich denke, wir gehen dann jetzt einmal dort hinter zu der Markierung von uns gleich. Ein bisschen gehen wir hier davor noch durch die Gassen. Einfach, um hier überall noch mal ein bisschen zu schauen. Nach solchen Kisten mit Beweismaterial und so weiter. Und was haben wir denn hier? So, scannen. Neuer Hinweis. Okay. Wir müssen auch immer schön darauf achten, auf solche Stellen hier, wo man was scannen kann. Unten ist auch wieder etwas. Sehr schön. Aber man muss auch mal so sagen, man kann solche Collectibles auch ja schnell übersehen, wenn das nur solche Kleinigkeiten sind, die manchmal einfach nur I so auf always dem wanted Weg to be a liegen. cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Tja, nicht jeder Wunsch kann in Erfüllung gehen, mein Guter. Aber immerhin hast du einen kleinen Freund an deiner Seite. Und diese Katzen. Ich würde die so gerne mal hier streicheln. Aber ich glaube, die hätten Angst vor uns. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Wir gehen mal hier vor, wo die Musik läuft. Hi Jungs. Was geht? Could you please keep the noise down? You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong.
The music is too loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh, man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. Your volume control seems to be broken. Leave it! That's Let me brand help. new! I've only stole... Tja, das habt ihr davon. Officer. So, Herr Verkäufer, kann ich mal mit bei Ihnen reinkommen? Ich möchte mir gerne mal hier Ihren Laden anschauen. Aber Sie haben hier offenbar nichts Interessantes drin. Dann gehe ich mal wieder. Tut mir leid für die Störung. Aber wir haben ihm immerhin geholfen und das war gut. Was haben wir denn hier? Okay, als Polizeibeamter kannst du Strafmandate Mandate für Ordnungswidrigkeiten wie Trinken in der Öffentlichkeit und Verkehrsverstöße ausstellen. Okay, interessant. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Interessant, also das gefällt mir. Also mir gefällt es einfach, diesen normalen Polizeijobs hier nachzugehen. Also muss ich echt sagen, mir macht das Laune. Ich glaube, das wird mein neuer Job. Ja? Ich glaube, das wird es sein. Das wird auch mein neuer Job in echt. Ich werde dann ein RoboCop. Coming up, is your air freshener secretly killing you? Find out at 11. So, ich denke, jetzt wird es auch wirklich langsam mal Zeit. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000 registered to Melissa Kuzak. Hey, was haben wir denn hier? Moment, ich muss mal ganz kurz hier reinschauen. Das mit dem Fahrzeug hier machen wir auf jeden Fall dann auch noch gleich mit. Ja. Und ich muss 6 Verstöße hier insgesamt auch noch mitfinden. Jetzt gucke ich mir erstmal hier diese Werkstatt an. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass die hier mit einer Nebenquest zusammenhängt. Mit dem gestohlenen Fahrzeug. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name. But I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently. But I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? I do not mean to obstruct anyone's work, but fulfilling my duties takes priority. Then why aren't you out there on the streets where a real crime is happening, instead of badgering hard-working citizens? Is car theft not a real crime to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Gut, schaue ich mir mal hier alles an. So. Na super, hier brauchen wir ein anderes Techniklevel. Das eine dort kann ich nicht scannen. So. Gucken wir mal das noch hier mit an. See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit.
63% of your repair invoices have not been accounted for. You've gone over my books? I thought you came here looking for the car thief. Looks like there is more than just one thief to be caught. Oh, come on. This is how everyone operates in this godforsaken city. Cut me some slack, will you? Okay, you win. So there's this boy, Scott. He works for me on and off. He might have something to do with the missing car. Let me open his locker for you. That's his locker. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it, but nearly every month he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life, and where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey! Make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Gut, danke für die ganzen Infos hier. Ja, direkt vorangekommen hier noch mit der Nebenquest. Obwohl ich eigentlich nicht mal gedacht hätte, ja, dass sie direkt einfach hier so vor meiner Nase aufploppt. Weil ich bin ja eigentlich hier nur spazieren gegangen, weil ich gesucht habe nach solchen Kisten und sowas, nach solchem Beweismaterial. Und was ist? Ja, ich laufe direkt in die richtige Werkstatt. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hauptziel sollten wir aber definitiv auch nicht aus den Augen verlieren. Ja. Das Hauptziel haben wir auch noch vor uns. Nun würde ich auch gerne erstmal noch das mit diesen Ordnungswidrigkeiten untersuchen. Ich denke, das könnte aber etwas schwierig werden, das hier irgendwo zu finden. Kann ich da eigentlich jeden Wagen hier scannen? Nee. Stop shaking in your boots. Look, RoboCop is here. We're safe. Gut, wir gehen mal durch die Gassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass hier in diesen kleinen einzelnen Gassen überall irgendwo was sein könnte. An diesen Orten, die halt etwas versteckter sind, ja. Da vermute ich halt eher irgendwelche Aktivitäten. Who's there? Oh, it's only you. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall, denke ich, erstmal Richtung Hauptziel. Es sei denn, wir sehen jetzt nochmal irgendwas vor uns hier. Mal sehen. It's getting colder. Now we Was don't haben wir have da? anything for the fire. How was I supposed to know someone would steal our old tires? Jawohl. Wieder ein paar Beweise hier gefunden und ich finde es echt toll, wie groß die Level sind. Also hier kann man wirklich echt lange Zeit mit verbringen. Jetzt muss ich mal hier ganz kurz gucken. Hat hier vielleicht irgendwo jemand noch falsch geparkt? Wir gucken uns mal ganz kurz diese eine Straße hier nochmal an. Wir hatten ja auch gelesen, worauf wir auch achten müssen, ist es, ob hier irgendwo jemand was trinkt. Da ist wieder die niedliche Katze.
Bei dem dort vorne mit der Tankstelle, da waren wir ja schon mal. Gut, aber hätte ja sein können, dass ich dem irgendwie was sagen kann, wie, ja, der soll nicht Ewigkeiten hier an der Tankstelle stehen bleiben oder so. Aber gut, weiter geht's. Ich möchte mal ganz kurz unsere Karte aufmachen. Ah, hier hinten ist auch eine Leiter, da waren wir noch gar nicht. Was ist das? Dort ist ein gestohlenes Fahrzeug. Ach, dort geht es dann damit weiter. Ah, verstehe, verstehe. Gut, jetzt würde ich gerne mir mal das markieren. Geht das? Ja, geht. Dann würde ich gerne mal noch zu der einen Leiter hin machen wollen. Weil dann haben wir die dort offenbar noch gar nicht, ja, wir sehen so richtig. Wir sind scheinbar nur dran vorbeigelaufen. Ja, aber immerhin hat unsere Karte das Ding markiert. Ja, und hier haben wir eine Garage, die wir betreten können. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Könnten wir aber gleich auch mal noch fix mitmachen. Jetzt möchte ich erstmal ganz schnell noch hier mit zu der Leiter, die hier irgendwo sein soll. Die muss hier auf der anderen Seite sein. Das ist doch dann dort, wo die Werkstatt war, weil wir eben noch gewesen sind. Liebe Leiter, wo bist du? Ich sehe keine Leiter. Die wird wahrscheinlich hier in dieser kleinen Ecke sein. Hier, jawohl. Gucken wir mal hoch. Hier ist wieder was. Sehr schön. Gut, jetzt bin ich beruhigt. Kann ich hier eigentlich runterspringen? Ja, kann ich. Wow. Okay. Sehr schön. Hat er doch gut überstanden. Hätte schlimm enden können, aber nein. Ich meine, wir sind ja auch sehr stabil. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Garage rein. Ja, und dann denke ich, machen wir jetzt erstmal das mit dem gestohlenen Fahrzeug. Weil es ist ja hier schon wieder direkt vor meiner Nase, das ganze Ziel. Ja, dann lohnt sich das einfach, wenn wir das jetzt erstmal machen, statt wie das Hauptziel. Hier ist alles leer. Wie sieht es hier aus? Hier ist auch alles leer, nur ein paar Werkzeuge. Oh God, I messed up good. Tagchen. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so long. Oh, shit! It's the metal RoboCop is here! Blast him! So, die Gefahrenquelle ist eliminiert. Aber das Ziel ist noch nicht aktualisiert. Hier muss noch einer sein. Los, gib mal die Maschinenpistole her. Jetzt sind es alle gewesen. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up.
Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Gut, dann gib Infos her. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Danke für die ganzen Informationen. Ich bin dann mal weg. Was haben wir denn noch hier? Okay, das ist noch eine Nachricht. Von dem da. Aber jetzt gehen wir erstmal hier wieder raus. Und jetzt machen wir mal die nächste Werkstatt hier ausfindig, würde ich sagen. Hey, was haben wir denn hier? Those people on the first floor are paranoid. They put blinds in the windows. Can't watch the TV no more. So, durchsuchen und scannen. Okay, Parkour ist abgelaufen. What? Dann For some to Someone learn how knocked not out to his lose the tooth, track of including the time gold one. is to He's learn how asking not if anyone to lose their found money. it. sehr gut. So, etwas wäre wieder mit erledigt jetzt hier. Da eben habe ich gerade auch noch einen Laden gesehen, wo wir scheinbar reingehen können. Da gehen wir definitiv gleich mal noch mit hin. Wir gucken uns erstmal hier diese ganzen Fahrzeuge an, weil hier stehen echt ganz schön viele. Hier haben wir eine Spielhalle, interessant. Da könnten wir auch mal noch reingehen. Nice shiny armor, officer. Wanna be my knight? Hey, was hast du da für eine schicke Jacke an? Hey, Robo, can you help me out here? Be a man, pig. Why make such a big deal? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't want to cooperate. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Wieder eine neue Nebenquest. Hey, war ich hier bei der Leiter schon? Ich glaube, die hier kennen wir. Ja, hier sind wir vorhin, glaube ich, auch oben gewesen. Oder? Ja, richtig. Alles klar. Dann mal wieder nach unten. Jetzt erstmal zu der Werkstatt dort hinten hin. Nebenbei hier auch alles wieder
bisschen anschauen und so weiter. Und ich muss sagen, ich will dann auch gleich mal noch mit hingehen zu dieser Spielhalle. Die sah eben eigentlich recht vielversprechend aus. Da würde ich dann gerne mal reingehen wollen. Was ist das denn hier für ein gesuchten Plakat? Okay, für den gibt es eine ganz schön große Belohnung. So, hier haben wir das mit dem Telefon. Ja, nur ist die sicher außer Betrieb. Der meinte ja, bei einem Supermarkt wäre eine, die nicht kaputt ist. Und hier vorne ist dieser Waschladen. So, auf in das Waschgeschäft. Was habt ihr denn hier? Evening, officer. Tagchen. Why can't I open the door for him? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad? Okay, wir hören uns jetzt erstmal das Ganze hier an. Tired of your kids asking annoying questions? You just want to relax after a long day of work, but someone won't let you? Are we going to be okay? Dad, I'm scared. Snoozers. Sleeping pills for kids. Just one pill can guarantee Okay, 5 hours krank, of peace. was da gerade mit dem Radio läuft. I heard your daughter was promoted to executive, huh? Why not ask her for help? I'd rather ask the devil. My daughter is cold and hot. Hey, was haben wir denn hier? Kann ich hier rein? Nein, kann ich leider nicht. Mich wundert, dass ich bisher nicht nochmal irgendwas hier gefunden habe. Mit solchen Ordnungswidrigkeiten und so. Aber eigentlich sind wir ja jetzt hier eine ganz schön große Runde überall lang gelaufen. You see that guy down there? He's an asshole. Ja, ich sehe den da unten. Hast du hier oben vielleicht irgendetwas? Das einmal nehmen. Hey, hat hier eben nicht noch irgendwas angezeigt? Nee, hier ist nichts. Ich dachte, da eben stand da dort eigentlich noch irgendwas mit einer Taste drücken. Aber hier oben gibt es dann soweit jetzt eigentlich nichts mehr. Schade, dass unser Murphy nicht springen kann. Weil sonst würde ich am liebsten das so machen, dass ich hier über den Rand drüber hüpfe, aber das geht nicht. Deswegen muss ich hier leider wieder die Leiter runternehmen. Manchmal würde ich mir echt wünschen, dass er so einen kleinen Sprung wenigstens machen könnte. Weil das wäre schon von Vorteil. And she takes off her top and says, Hey, this is a private conversation, pig. Hey, beleidige mich nicht nochmal. Das ist nicht nett. Merkt ihr das? Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot. Wir schauen uns mal hier diesen ganzen Parkplatz an. Hier sind ganz schön viele Leute auch gerade. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Da vorne ist auch wieder ein Arbeitskollege von uns. Hey, Robo, saw you on the TV. Come here. I haven't congratulated you yet. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest.
Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Da hat Murphy definitiv recht. Gut, dann schauen wir uns mal hier ganz kurz um. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Sie hat dann noch etwas am Arm. That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Die Spur führt hier lang. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Roy. Wir reden mal mit dem Zeugen. Well, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with, and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. I will verify your statement.
Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Zugang zum Filmset erschaffen, alles klar. Dann machen wir jetzt das mal mit dem Mord hier auch noch kurz weiter. Weil das muss ich sagen, ja, möchte ich jetzt auch noch hier mitlösen. Denn es gibt ja alles Erfahrungspunkte und ich muss so sagen, es macht einfach Spaß hier unterwegs zu sein. Also, ja, ich weiß, ich wiederhole mich oft, ja, aber ich finde das Spiel echt gut. Also ich glaube persönlich, das könnte eins meiner Top-Spiele des Jahres werden. Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. Hey, you tell him, Robot Man! What a fucking joke! Sehr gut. Wieder eine kleine Aktivität vorangebracht. Und da vorne ist das Filmset. Ach, das ist das, wo wir schon mal waren. Aber ja, jedenfalls, ich glaube, das wird auf jeden Fall in meiner Top-Liste landen, das Spiel hier, weil ich finde es richtig gut. Ja? Und klar, mir ist bewusst, wir sind erstmal in Folge 3. Trotzdem, alleine auch schon, weil ich halt die Filme mag, ja, mag ich das Spiel hier. Weil es fängt, finde ich, gut die Atmosphäre der Filme ein, das Game hier. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I would know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Ah, but it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Your proposal may be considered punitive. I will hold anyone who breaks the law responsible. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der da mit drin hängt. In dem Mordfall hier. I am looking for... Look, I'm busy. But you know what? I like your paint job. It would look nice on my new car. Can you leave me your card or something? Hier ist auf jeden Fall die Reifenspur. Und das ist die Flüssigkeit. Die Spur führt hier rüber. Hier ist der PC, da gehen wir mal ran.
haben wir denn hier? Ich weiß nicht, ob diese Nummern uns irgendwo helfen könnten. Und hier haben wir was über das Problem mit dem Jerry. Gut, gehen wir mal rüber zu ihm. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? If you cooperate, we can go about it quietly. Otherwise, the press might get interested. Try it! One phone call, they'll turn you off like a faulty fridge. But why would you even bother me? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Check the camera footage. Dann zeig mal die Kameraaufzeichnungen her. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Alle Wege führen zur Tankstelle, so wie es aussieht. Ach, bei der Tankstelle waren wir ja schon ein paar Mal. Und da geht es dann also jetzt auch wieder hin. Ich muss mal ganz kurz hier eine Markierung von mir wegmachen. So. Sehr schön. Dann auf zur Tankstelle. Zum 3. Mal. Hey, was ist mit dir? Ja, zu viel getrunken, scheinbar. Ich hoffe, er lernt für die Zukunft, dass er nicht mehr zu viel Alkohol trinken sollte. Das tut ihm definitiv nicht gut.
Hier sind Handabdrücke. Wir müssen hier rein. Es muss ja einen Weg reingeben. Kann ich die Tür eintreten? Sehr schön. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Der war es. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Los, wir müssen die Tankstelle weiter durchsuchen. Hier ist der Hammer. Mit dem hat er es also getan. Dieser eine Typ von vorhin. Der bei dem Filmset war. Und ist auch so eine Brille. So eine hatte der ja auch vorhin erst auf wieder. Ja. Gut, dann war es der auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Okay, es muss ja einen Geheimraum geben. Hier dahinter muss der sein. Los, weg damit. Das Ganze aufgenommen. Eiskalt, dieser Typ. Eiskalt einfach. Den werden wir hinter Gittern bringen. So. Dann gehen wir mal zu ihm hin wieder. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits.
So, Jerry, wir nehmen dich jetzt fest. Nun könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht nicht mehr dort vorne ist beim Filmset. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er wegen den Ermittlungen hier von uns vielleicht abgehauen ist. Das wäre definitiv vorstellbar. Aber wir gehen mal dorthin. Na, ist er noch hier? Ich denke eigentlich nicht. Also ich denke wirklich, der ist abgehauen. Wegen den Nachforschungen von uns. I can't let you in, Robo. We're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Das war's für dich. Tschüss. Well, that's a wrap. Gut. Der ist jetzt damit aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt gehen wir mal noch einmal hier hinten hin. Moment. Gestohlene Fahrzeug. Da machen wir jetzt noch hin. Das wird jetzt noch unser letzter Anhaltepunkt hier werden in dieser Folge, würde ich sagen. Und danach, denke ich, machen wir dann auch Schluss. Und ich finde es krass, ja, wie lange hier dieser ganze Abschnitt hier gerade so geht. Also ich glaube, man kann bestimmt hier in dem ganzen Gebiet locker 3 Stunden oder so verbringen, denke ich. Wenn man hier wirklich alles durchsucht, alles macht und so weiter. Da bin ich dann sehr gespannt, wie lange so das Spiel insgesamt gehen wird hier. Ich glaube, ich hatte mal was gelesen von 30 Stunden. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist hier vorne die andere Werkstatt. Und bei dieser Werkstatt jetzt hier müsste dann auch das gestohlene Fahrzeug sein. Ja, nur ist hier gerade alles zu, aber wir können das ja aufmachen. So, rein geht's. Hier sind Fußabdrücke. Ein geheimer Raum muss hier sein. Kann ich die Wand nicht einfach irgendwie kaputt machen? Geht das nicht? Hier stehen unterschiedliche Dinge dran. Aber ich glaube, das hilft uns bestimmt nicht weiter. Gut, dann muss ich mich mal hier ganz kurz umschauen. Also hier sind manche Fußspuren, die gehen auch noch zu diesem Kanister. Hier gehen auch noch welche mit zu diesen Kisten, aber das bringt mich auch nicht weiter. Aber hier hinten ist etwas. Sehr gut. Oh. Los, weg mit euch allen. Und ich muss gestehen, dieser Schusswechsel hier kam gerade sehr überraschend. Ich habe damit gerade überhaupt nicht gerechnet, dass jetzt hier auf einmal Gegner vor mir stehen. Und dass ich wieder mal rumschießen und so muss. Wir sollten vielleicht mal nach oben gehen. In dieses obere Gebiet, wo hier gerade eben einer stande. Vielleicht gibt es dort noch was. Aber erstmal sollte ich hier alle Gegner noch loswerden, bevor ich hier dann wieder irgendwelche Nachforschungen noch anstelle. Oh, ich kann sogar das Motorrad hier schmeißen. Alter. Das war wirklich krass jetzt. Der letzte Gegner muss dort oben eigentlich sein.
das vorher an. Wow. Geht ja noch weiter hier das Ganze. Müssen wir aus dem Weg. Oh, wir müssen uns reparieren. Unser System hat gerade ordentlich Schaden hier abbekommen. Da oben. Los, wir müssen da hoch. Hier sind noch ein paar Beweise. Die kommen mit mir mit. Ah, hier ist ein Save. Okay, hier brauchen wir ein anderes Level. Dort ist der Wagen. Wir haben ihn endlich. Der gestohlene Wagen ist gesichert. Gut. Nur leider kann ich hier nichts mehr öffnen. Das macht mich etwas traurig, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, vielleicht kann ich ja später hierher nochmal zurückkehren im Verlauf der Story. Ja, und dann das dann da öffnen. Weil jetzt geht es auf jeden Fall nicht vom Level her. Hier ist nochmal etwas. Okay, ein versteckter Raum. Hoho, jede Menge Beweise. Sehr schön, wir haben sie. Und vielleicht sollte ich sowieso mich mal hier unten noch ein bisschen umschauen. Andererseits, ich würde sagen, ja, kommt, wir gehen nur noch hier raus und danach machen wir jetzt auch Schluss mit der Folge, weil ich sehe gerade, wir sind schon ziemlich lange jetzt hier gerade unterwegs. Aber es macht einfach riesen Laune. Ja? Es macht einfach Spaß, hier unterwegs zu sein, diese Aufträge zu erledigen und so weiter. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. I do not trust criminals. You will explain yourself in court. I knew I had it coming. Sehr gut, das hätten wir erledigt. Jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.